Moin moin Leute, was geht ab? Mein Name ist Dizzy, das ist Firewatch Part 7 und was ist mit diesem Spiel los, Alter? Also, werden wir irgendwie paranoid und hier passiert eigentlich gar nichts und wir bilden uns das alles ein? Nachher haben wir das Camp selber in Flammen gesteckt oder so? Oder geht hier voll die Area 51 Scheiße ab? Auf jeden Fall sind wir aus dieser Höhle das letzte Mal entkommen und in der wir eingesperrt wurden, muss man dazu sagen, ne? Und jetzt sind wir hier draußen und jetzt mal schauen, wie wir zurückkommen. Na, willst du die Karte nicht rausholen? Dankeschön. Wo bin ich denn überhaupt? Da bin ich. Ja, und da ist Two Forks und da wollen wir ja wieder hin. Schauen wir mal, ob wir einen Weg dahin zurückfinden. Oh, wow. Was ist das? Was ist das denn hier? Sieht aus, als hätte jemand ein Schloss hingemalt mit einem Drachen. The Goodwins Family Crest. Goodwins. Ja, erzähle ich hier mal von diesem Hideout, würde ich sagen. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Ach, Brian Goodwin war das. He built himself a real castle. Okay, krass. Den schmeißen wir mal weg. Hast du gut gemacht, Henry. Das üben wir noch, aber hast du gut gemacht. Brian Goodwin, da steht's auch drauf, ja. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. Nehmen wir mal mit. Wer weiß, wann wir das mal brauchen könnten. Was haben wir hier? Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Wie schnell hast du das gelesen, Henry? Yeah, he must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. Yeah, but not smarter than yours truly, right? Wait, are you seriously feeling threatened by the intelligence of a 12-year-old you've never even met? Ja, klar. I'm just saying, I'm pretty, with it. I'm a pretty bright bulb. Yeah, Henry, you're a regular Rhodes Scholar. Nice. Okay, nehmen wir das auch mal mit. Und Henry kann echt schnell lesen. Er hat das Papier noch nicht mal in der Hand gehabt und hat Delilah schon davon erzählt. Und was haben wir hier? Aha. Backpack Retrieval Plan Mark 4. Okay. My rope, our camera. Ach, das ist der Rucksack, der an diesem Baum hängt, glaube ich. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Ja, frage ich mich auch, warum Maybe das alles they hier were in a liegt. hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied and just said it was me. Penis! If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Okay. He'd hide out here to read comics. The Black Band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. Yep. Das ist ein ziemlich dämlicher Superheld. Also er wird nur stärker, wenn seine Freunde sterben. He made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach.
He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Ist da nichts zu sagen, Delilah? Okay, dann nicht. Was ist das hier? Da ist noch mehr Zeug. Okay. Handmade Sign. Was haben wir? Ein Videospiel! Ich will das spielen. Spielen. Nicht wegschmeißen, spielen. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Auf jeden Fall, das ist kaputt. Naja, okay. Sehen, was wir noch so haben. Note to a Ranger. Was haben wir denn hier? Dear Ranger, hi, my name is Brian Goodwin. If you found this note, I should be with a bunch of climbing anchors, I hope. Could you do me a favor and return them to me, Brian Goodwin, in the mail? My address is 55 Foxtrot Lane, North Platte, Nebraska. 69101. If you tell me your name and address, I will give you a reward for this. You are probably wondering why I left this here. Well, they are my dad's, and I don't want him to lose them. But I don't want to do any more climbing on this trip, so I thought I should pretend to lose them. But if you help me get them back, everyone will be happy. Thank you for your time. Thank you, Ranger. Brian. PS. The reward will be good. Yay! Kriegen wir einen Cookie. Okay. Das erzählen wir mal. Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, it sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Ja, wer weiß, wie schlimm sein Vater jetzt wirklich war. Vielleicht hatte Brian einfach nur keinen Bock drauf. Ich meine, er war 12. Gerade mit der Pubertät angefangen. Vielleicht hat er einfach wichtigere Sachen zu tun gehabt, wie eine Burg bauen und so. Mir ist das Wort nicht eingefallen, weil hier die ganze Zeit Fortress stand. So, was ist das hier? Radio Goodwin with Brian and Ned. Das irgendwas Zeug. Ich nehm's mal mit. Eine Postkarte. Was haben wir hier? Dear Mr. Sacker, I'm with my dad in Lander, Wyoming. It's pretty neat. Dad frusted irgendein Wort, was ich nicht lesen kann, weil Brian nicht schreiben kann. Dankeschön, Brian. In a spot called Sings Canyon. Most of Wyoming looks like home in Nebraska. But then there are mountains and woods wherever go too far. Ich bin gelangweilt von dieser Postkarte. So, die nehmen wir mal mit, weil ich denke, die brauchen wir, um irgendwas zu tun. Was auch immer wir damit tun können. Und, was ist das? Wizards and Weavers, whatever. Das ist D&D. Cool. Was hat er denn? Armor 7 ist nicht so gut, ne? Aber 28 Hitpoints ist doch schon nicht schlecht. Okay, nicht schlecht. Cool. Ja, das müssen wir ja auch nicht erzählen. Dann haben wir hier, glaube ich, alles gesehen. Und können weitergehen. Ja, ich denke schon. Ja, okay, lass uns weitergehen. Hopp. Achso, dafür brauche ich diese Dinger. Diese Climbing Anchors. Jetzt können wir anscheinend an irgendwelchen Stellen runterklettern, wo wir vorher nicht runterklettern konnten. Jetzt muss ich mir nur noch merken, oder jetzt muss ich mich nur noch daran erinnern, wo denn... Ich werde wahrscheinlich getötet. So,
you know, just sort of getting myself right with God or whatever there is. Henry, I mean, they closed the door when they could have just... bashed your head in with a rock or chopped you up with a Are you serious with this shit right now? hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Ja. Yeah, especially now that I'm thinking about all the fun ways to be killed. I'm sorry. Look, at least whoever locked you in doesn't know you've gotten out. Hopefully you find whatever they're hiding in there and it'll be worth the risk. Also ich will auf jeden Fall wissen, was da drin ist. Anscheinend können wir jetzt wieder in die Höhle, denke ich. Und wir müssen jetzt nach Süden. Also hier runter und dann kommen wir wieder zum Höhleneingang. Wahrscheinlich war da so ein Stein, wo wir das reinmachen könnten. Looks like you didn't kill him. Oh. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and landed in jail. Damn it. Those girls really did a number on you, huh? No, I'm glad they're not dead, but it also means that they weren't a part of what's going on. Yeah, I suppose you're right. You just have to keep searching. Ja. Das stimmt. Okay, also die Mädels sind wieder aufgetaucht. Aber was bedeutet das jetzt? Also ich meine, deren Camp wurde ja zerstört. Wer hatten das Camp? Haben die das jetzt wirklich selber zerstört, um mir einen reinzuwürgen, wie die das auf dem Brief geschrieben haben? Oder war das alles nur ein Trick? Oder wurde das wirklich zerstört und dann deswegen sind die abgehauen und haben dann einen Trecker entführt und so? Naja, mal schauen, ob wir das noch herausfinden. Jetzt gehen wir erstmal in die Höhle des Grauens zurück. Oh, mit wie viel Elan er den Schlüssel da immer reinsteckt. So. Und jetzt wirst du gefickt. Und dann dreht er um. Ja, ungefähr so stelle ich mir das vor. Und hier war wirklich so ein Crack. Alles klar, jetzt können wir da runter und sehen ein Alien-Raumschiff, was wir dann untersuchen müssen und damit ins All fliegen und dann gegen die Necromorphs kämpfen und verhindern, dass Alan Ripley überhaupt infiziert wird und durch den ganzen Scheiß von Alien muss. So wird das ablaufen. Oder wir finden das Raumschiff von Superman, kriegen den Anzug und weil das so zwar nicht funktioniert, aber weil wir den Anzug haben, kriegen wir dann auch seine Kräfte, weil Gründe. Das klingt gut und richtig. Und ja. Okay. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf diese riesengroße, creepy Höhle. Oh, die Musik wird schon dramatischer. Okay, ich halte mal ein bisschen die Klappe, um ein bisschen die Spannung aufzubauen. Pam, 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 pam. Ach du Scheiße. Ah, shit. You... Oh, God. You're Ryan Goodwin. God. Poor kid. You fell. Your stuff gave out. Oh, you poor fucking kid. Oh, Scheiße. Wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade wirklich schockiert, Alter. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Krass, Alter. Das ist Brian Goodwin, mit dem wir die ganze Zeit... der kleine Junge, bei dem wir gerade waren und die Anchors bekommen haben und so. Okay, also er ist irgendwie hier runtergestürzt. Anscheinend beim Klettern. Oder wurde das Seil durchgeschnitten oder so? Naja, es ist im Stein geglitscht, also kann man es nicht wirklich sehen. Oh, krass. Boah, das sieht mega mies aus, ey. Boah. Oh, und
Und Delilah wird sich jetzt voll die Vorwürfe machen, weil sie hat ja überhaupt dafür gesorgt, dass Brian überhaupt da war. Also hätte sie etwas gesagt, dann hätte Brian niemals hier sein dürfen und mit dem Vater hier die Firewatch machen. Und dann wäre das nicht passiert. Ich weiß nicht, ob ich ihr das sagen soll. Fuck. Also da wäre mir ein Alien-Schiff lieber gewesen gerade. Wow. Das ist jetzt auch ein bisschen depressiv geworden gerade. Wow. Krass. Okay. Hier wird er runtergefallen sein irgendwie. Das hätte auch echt keiner überleben können. Also entweder von ganz da oben oder vielleicht wollten die hier runtersteigen und dabei ist das Seil runtergekommen und dabei ist er den ganzen Weg hier runtergefallen. Puh. Armer Junge, ey. Armer kleiner Junge. Shit. Okay, jetzt haben wir das Rätsel mit der Höhle auf jeden Fall gelöst. Aber warum wurde die Tür denn hinter uns zugemacht? Also irgendwas ist hier halt noch nicht ganz richtig, habe ich das Gefühl. Wir sollen absolut nicht in die Höhle. Und dann werden wir abgehört und sowas. Und in der Höhle ist nur die Leiche von Brian. Als ob jemand nicht will, dass wir Brian da finden. Und deswegen glaube ich, dass vielleicht doch irgendjemand an seinem Tod schuldig ist. Dass vielleicht irgendwelche, was weiß ich, Agenten oder sonst irgendwas getan haben. Oder irgendwie dafür gesorgt haben, dass er runtergefallen ist. Vielleicht mit diesem Radiozeug, vielleicht wusste er zu viel. Und dadurch, wow. Und dann sind die ihn losgeworden oder so. Krass, ey. Keine Ahnung, was hier los ist. Oh, ich weiß echt nicht, ob ich ihr das sagen soll, Mann. Aber ich bin ein ehrlicher Typ. Also eigentlich muss ich ihr das sagen, aber boah, nachher geht das voll nach hinten los und das Spiel gibt uns jetzt eine sehr große Entscheidung. Sagen wir ihr das nicht und halten sie glücklich sozusagen oder sagen wir ihr die Wahrheit und keine Ahnung, sie begeht am Ende noch eine blöde Tat und macht Selbstmord oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir... Ich weiß nicht, ob wir das erzählen sollen. Also ich zögere das jetzt noch mal ein bisschen hinaus und sage erstmal noch nichts und guck mal, was passiert. Also ob sie sich irgendwie meldet oder sonst irgendwas. Krass, ey. So, hier hoch können wir nach Hause. Ich meine, was soll im schlimmsten Fall passieren, wenn wir das sagen? Also, wenn wir das nicht sagen und sie findet das heraus, wie auch immer, dann ist es ja noch viel schlimmer, weil wir wussten das. Aber andererseits, wie soll sie das herausfinden? Also, wie soll sie herausfinden, dass Brian da unten ist? Ich meine, wenn die Höhle seit irgendwie 3 Jahren geschlossen ist oder 5 Jahren, was auch immer. Ne, vor 3 Jahren wurde der Schlüssel, oder seit 3 Jahren ist der Schlüssel verschwunden gewesen. Und den hat ja irgendjemand geklaut, den Schlüssel. Weißt du was? Ich sag ihr das jetzt. Hey, Dee. There you are. I've been worrying my ass off. You need to call search and rescue. What? There's a body in the cave. It's Brian Goodwin. Gotta be fucking kidding me.
how does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. Look, I think that's just what it was. I mean, he was probably exploring the cave and maybe his rope gave out. Look, whoever locked me in there probably didn't even know about him. I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. He'd be alive if I had told someone he was out here. Oh, ich wusste es. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. Alter. Hab ich jetzt irgendwie was versaut oder habe ich es richtig gemacht oder gut gemacht? Spiel, sag mir irgendwas. Habe ich das Richtige getan? Geht's jetzt nach Hause oder was? Auf jeden Fall habe ich den Typewriter eingepackt. Pack your You belongings. see that plane? No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Well, is this the June fire or the site fire? Or... Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? About how all this stuff is connected. The surveillance, the Goodwins, Brian's death. Look, I don't know what to say, okay? It's like the universe cooked up the cruelest thing to have happen. Does it connect to everything else? I don't know. I don't know if I even want to. Of course you do. There's got to be a reason. Does there? Maybe. Maybe not. I wouldn't even know where to begin. Well, Das Radio piept. fuck. For starters, I guess you could find the source of that signal. Holy crap. Yeah. Oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us, whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. All right, look, if something happens, I'll remember you. I mean, am I walking into a trap right now? I hope not. I would much rather remember you from a bar somewhere and not a jail cell. Please find who made that tape. Okay, also wir gehen jetzt aufs Finale zu anscheinend. Also wir sollen auf jeden Fall erstmal auch hier unsere Sachen packen, weil wir wahrscheinlich nicht wieder zurückkommen. Und wir müssen dem Piepen folgen. Okay, Delilah geht's anscheinend wirklich nicht so gut. Ja. Okay, dann schauen wir mal, wo das Piepen herkommt. Von da. Und die haben dieses Ding doch hier gebaut, also wissen wir doch auch, wie es funktioniert. Also ich kann mir nur vorstellen, dass die wirklich uns jetzt in eine Falle locken oder sonst irgendwas. Also irgendwas passiert jetzt noch. Ich meine, wir haben ja noch eigentlich echt viele Fragen, die offen sind. So, wer hat uns belauscht und warum und was ist mit Brian passiert und was ist hier mit Ned, mit dem Vater? Gibt's den noch? Wo ist der? Ist der einfach abgehauen? Hat er sein Kind gesucht oder ist er vielleicht für das Ganze verantwortlich? Also ist er Teil von diesen Leuten, die uns abhören oder so? Wer weiß, wie zum Teufel kommt? Den habe ich schon zum 3. Mal gegessen. Dieser Schokoriegel ist der Hammer. Oder das ist auch Teil der Verschwörung. Irgendjemand liegt immer wieder diesen Schokoriegel da rein.
Okay. Echt gespannt, wo uns das hier hinführt. What's your status? I think I'm getting close. Alright, well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just... Brian? I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north. Far. Past where you found that cut back in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. Okay. Also es geht nach Hause. Aber vorher müssen wir das hier noch lösen. Also selbst wenn wir die Möglichkeit hätten, jetzt schon abzuhauen, würde ich das echt nicht wollen. Ich will echt noch herausfinden, was hier los ist. Hä? Ich hänge irgendwo. Blöder Stein. Oh, das ist ganz in der Nähe anscheinend. Hier ist ein Seil. Ist das schon immer? Someone left a rope for me to climb up. I'm down near the lake. How do you know it's Okay. for you? There's a tracking collar tied to it. Someone was leading me here. And there's another tape. Oh my god, Henry. Also, wenn das nicht Falle schreit, oder... Hi, Henry. Hey, you better find this before it burns up. We've been causing each other a lot of headaches. Now I gotta go stake out a site that's as fit for living as the one you're about to find. You'll get it when you see it. You can't blame me for keeping an eye on you. Not after bumping into you back in May. Down by the cave, for fuck's sake. I've been up here for 3 years. I kept it cozy. Winters are harsh as hell, and I ran out of books. But I got that antenna rigged up, and Delilah, she's a record you don't gotta flip. I kinda get why Brian took to her. Yep. About a week ago, I stopped worrying about you finding anything out, and that's right when everything went shithouse with you two. You guys don't know anything about having kids. All right, nobody knows nothing. Ist das der Vater von Ned? It ain't Andy and Opie walking down the lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know I didn't kill him. All right, we were climbing. Ja, von Brian I meine ich. was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just fucking didn't sink his anchor the right way. You know, I thought about going back, having to answer questions, and having to get him put in the ground, and I didn't see the point. Don't come looking for me. Okay. Sorry about your wife. Also, Ned steckt hinter allem, also der Vater von Brian. Der lebt seit 3 Jahren hier im Wald und hat uns abgehört, weil er Angst hatte, dass wir Brian finden und so. Ich meine, wir haben ihn trotzdem gefunden, aber was? We found a surveillance operation. Was? Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin. He made the tape? Yeah. He's gone deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. Ja. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. Wow. Okay, also die Story hat jetzt noch einen ganz schönen Turn gemacht. Ich meine, irgendwas soll hier noch sein, hat Ned ja gerade gesagt. Und ich bin echt gespannt, was mit Delilah passiert. Und vielleicht treffen wir Ned ja auch noch. Obwohl er hat, nee, glaube ich nicht. Er hat ja irgendwie gesagt, dass er jetzt schon über alle Berge ist. Wow.
Also, das war eine Episode, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, was dann wahrscheinlich das Ende sein wird. Und dann sehen wir mal, wie das Ganze ausgeht. So, dann würde ich mal sagen, haut rein und Peace.